Willkommen in der Normklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, es wird mal Zeit für Kobi Classics. Auch wenn es erst 2 Jahre her ist, sprechen wir heute über einen schönen schwarzen schwäbischen Traum aus 1937, den Mercedes 230 W143 von Kobi. Die 2250 bzw. 2251, nämlich einmal die Limited Edition und einmal die normale Version. Und was heißt hier normal? Wir haben hier keinen Standfuß und der Herr, der hier drauf ist, hat keine Liste. Und die Liste ist besonders lustig, denn dieser Herr hier hat eine Liste, auf der drauf steht Deutsche E-Mail-Warenfabrik. Ich weiß nicht, was E-Mail-Waren sind, aber per se als ITler habe ich auf sowas immer Bock. Nein, Freunde, Spaß. Wir gehen mal stark davon aus, dass Kobi hier Herrn Oskar Schindler meinte, der ja auch in Krakau eine Fabrik hatte, nämlich die Deutsche Emaillenwarenfabrik. Den Rest kennt ihr vielleicht und wenn nicht, seid ihr heute hier genau richtig, denn ihr wisst ja, Speedbild-Zeit ist Faktenzeit und da gibt es ein paar Fakten über Herrn Schindler. Aber zuerst wollen wir natürlich uns die Fakten angucken, was diese Klemmbausteine angeht. Freunde, deswegen kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch. Dann schauen wir uns die Limited Edition einmal genauer an, bauen aber beide und vergleichen auch am Ende beide, Freunde. Ja, Freunde, da haben wir das Kobi-Set 2250, die Limited Edition vom Kobi-Set 2251 hier auf dem Bautisch stehen. 305 Kobi-Steine und eine Minifigur, unser 1937er Mercedes 230 im wunderschönen, lebensbejahenden Schwarz. Schönes dynamisches Bild hier vorne. Das Set ist im Maßstab 1:35 und kommt aus der Historical Collection World War II. Warum? Tja, schauen wir uns die Rückseite an. Ihr habt euch schon gedacht, wir gehen da ja drauf ein. Wir haben hier wahrscheinlich Oskar Schindler, den Herren mit der Liste. Da ist sie auch, Deutsche Emaillenfarbenfabrik. Das ist die Fliese, die in der 2251 leider fehlt. Schade, Kobi, warum, weiß ich nicht. Hier haben wir die Fakten, die bekommt ihr gleich und wir können schön die Türen, wie typisch bei diesen Fahrzeugen, gegenläufig aufmachen und wir haben natürlich ein Zertifikat innen liegend und hier eine Slope, die auf das Fahrzeug und dann die Nummer des Zertifikats hinweist. Hier ist es bei uns ja die 84. Viel wichtiger aber ist natürlich wirklich die Figur und die Fliese und das kriegen wir nur heraus, indem wir den Karton öffnen und das machen wir wie immer mit einem wunderschönen Zaubertrick, der wirklich David Copperfield Niveau erreicht. Natürlich nicht, meine Freunde, nur durch den Schnitt. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Tisch geworfen. Hier das Zertifikat mit der Laserfliese bzw. Laser Slopes. 2 sind es und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tüten und eine große 2, 4, 6, 8, 10 mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18. 10 mal 18 kenne ich so auch nicht. Die Anleitung, Klammer gebunden. Viel interessanter ist aber irgendwie ein Treppenwitz der Geschichte. Der Karton, das Set wurde zusammengepackt am 20.04.2021. Naja. Hier das gleiche Design wie vorne auf der Vorderseite. Ja, nicht wirklich, fällt mir gerade ein. Normalerweise ist das ja so, aber hier sehen wir, das Fahrzeug fährt. Da steht der Herr neben dem Gefährt. Ab 14 Jahren, huiuiui, finde ich mal eine Ansage, für so ein kleines Fahrzeug, Pad Printed und natürlich Limited Edition. Wir schauen uns jetzt mal die Anleitung an. Wir haben ja hier nur die Tüten, also keine großen Abschnitte. Wir fangen bei 1 an, also wir reißen alle Tüten auf und bauen drauf los. Der erste Schritt ist farblich und im nächsten Schritt ist der erste Schritt schon ausgegraut und der aktuelle Schritt ist farblich. Pfeile weisen uns den Weg. Hier auch mal solche im Kreis, wenn wir es drehen müssen. Und wir haben hier so Anlegehilfen für so flache Fliesen, glatte Fliesen, Flat Tiles im Englischen. Da wir keine Seitenzahlen haben, sind wir dann am Ende mit dem Bauschritt 53 fertig, wenn wir den Halter an die Fliese bringen. Auf den letzten Seiten dann immer die Teileübersicht. Wenn euch ein Teil fehlt, gleich hier monieren und hier haben wir Werbung. Bis auf die Schweizer Ju-52 habe ich hier alle Flugzeuge gebaut. Schauen wir uns halt, die auch nicht, das ist die erste. Ja, mal gucken, kommt noch, kommt noch. Und hier habe ich auch schon das ein oder andere Flugzeug, Hubschrauberchen für euch gebaut, beziehungsweise noch in der Planung. Der Chinook steht hier schon und scharrt mit seinen Rotorblättern. Schaut einfach oben auf dem i auf meiner Kobi Playlist, da findet ihr das ein oder andere Set. Ja, wir haben hier auch wieder so eine Spielkarte für Kobis Tabletop zum Rausschneiden. Wenn ihr das wirklich spielen wollt, Freunde,
Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ich bitte euch darum, ich möchte mal wirklich eine Session machen, aber dann, glaube ich, ist es empfehlenswert, kopiert euch das irgendwie. Ne? Also nicht, zerschneidet nicht eure Anleitungen. Ich würde immer die Anleitung aufheben, auch wenn es die digital gibt vielleicht, bei dem Set weiß ich es gar nicht, aber bitte zerschneidet nicht diese Anleitung. Naja, egal, Freunde, euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß bei den Fakten rund um dieses Set bzw. das Fahrzeug und mir viel Spaß beim Klemmen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute nicht über den schwarzen Daimler, sondern wir sprechen über Oskar Schindler, denn ich gehe ganz stark davon aus, dass es Kubis Intention war, diesen Herren dort darzustellen. Oskar Schindler war ein deutscher Industrieller, der während des Zweiten Weltkriegs über 1200 jüdischen Menschen vor den sicheren Tod gerettet hat. Seine Geschichte ist eine inspirierende und bemerkenswerte Darstellung von Mut und Menschlichkeit in einer Zeit voller Dunkelheit. Geboren wurde Oskar Schindler am 28. April 1908 in Zittau, einer Stadt in der heutigen Tschechischen Republik. Bereits in jungen Jahren zeigte er unternehmerisches Talent und gründete mehrere Fabriken, darunter eine Emaillewarenfabrik in Krakau, Polen. Während des Zweiten Weltkriegs nutzte Oskar Schindler seine Fabrik als Deckmantel, um jüdische Arbeiter zu beschäftigen. Obwohl er zunächst nur an ihrem Arbeitspotenzial interessiert war, änderte sich seine Einstellung, als er Zeuge der brutalen Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung wurde. Schindler begann, seine jüdischen Arbeiter vor Deportation und dem sicheren Tod zu schützen. Er investierte sein gesamtes Vermögen, um sie vor den Konzentrationslagern zu bewahren, und schuf eine Liste von über 1200 Namen, die berühmte Schindlers Liste. Durch Bestechungsgelder und persönlichen Einsatz konnte er die Nazis überzeugen, diese Menschen als unentbehrliche Arbeitskräfte in seiner Fabrik zu halten. Das Leben in Schindlers Fabrik war keineswegs einfach. Die Arbeiter wurden brutal misshandelt und lebten unter grausamen Bedingungen. Doch Schindler und sein treuer Buchhalter Itzhak Stern sorgten dafür, dass sie zumindest eine Chance hatten zu überleben. Sie organisierten zusätzliche Lebensmittel, medizinische Versorgung und Schutz vor willkürlichen Exekutionen. Im Jahr 1944, als die Rote Armee immer näher rückte, wurde Schindler gezwungen, seine Fabrik zu schließen. Er verbrauchte sein gesamtes Vermögen, um die verbliebenen Arbeiter vor dem Transport in ein Todeslager zu retten. Schindler überzeugte die Nazis, dass diese Menschen für ihn von unschätzbarem Wert waren und brachte sie schließlich in sein neues Unternehmen in Brünnlitz, Tschechien. Dort überlebten die Arbeiter den Krieg dank Schindlers Tapferkeit und Entschlossenheit. Nach Kriegsende lebte Schindler eine Zeit lang in Deutschland, bevor er nach Argentinien auswanderte. In den folgenden Jahren geriet seine Heldentat in Vergessenheit, bis der Schriftsteller Thomas Keneally 1982 das Buch Schindlers Ark veröffentlichte, das später die Grundlage für Steven Spielbergs Film Schindlers Liste wurde. Oskar Schindler starb am 9. Oktober 1974 in Hildesheim in Niedersachsen in Deutschland. Sein Vermächtnis jedoch lebt weiter. Seine unermüdlichen Anstrengungen, Menschenleben zu retten, ist ein Beispiel für die Macht eines Einzelnen, etwas Gutes in einer Welt voller Grausamkeit und Ungerechtigkeit zu bewirken. Schindlers außergewöhnlicher Einsatz, seine persönliche Sicherheit und sein Wohlstand zu riskieren, um das Leben so vieler unschuldiger Menschen zu retten, ist eine Quelle von Inspiration für uns alle, gerade in den auch heute immer dunkler werdenden Zeiten. Schindlers Geschichte erinnert uns daran, dass Menschlichkeit und Empathie selbst in den dunkelsten Zeiten existieren können. Er zeigte, dass individuelle Handlungen einen großen Unterschied machen können und dass wir alle die Verantwortung haben, uns gegen Unmenschlichkeit zu erheben und für das Wohl anderer einzutreten. Die Anerkennung und Würdigung von Schindlers Taten wuchs mit der Veröffentlichung des Films Schindlers Liste im Jahr 1993. Der Film rückte Schindlers außergewöhnliche Geschichte ins Rampenlicht und erhielt weltweite Anerkennung. Es ist wichtig, dass wir uns an Schindlers Mut erinnern und seine Geschichte weitergeben, damit die Gräueltaten des Holocaust niemals vergessen werden. Heute steht Schindlers Fabrik in Krakau als Museum und Mahnmal für die Gräueltaten des Holocaust und die Tapferkeit von Oskar Schindler. Tausende von Besuchern kommen jedes Jahr, um seine Geschichte zu erfahren und zu verstehen, dass wir all die Fähigkeit haben, etwas zu bewirken, wenn wir uns gegen Ungerechtigkeit erheben. Oskar Schindler war ein Mann, der das Richtige tat, als die Welt im Chaos versank. Sein selbstloser Einsatz für das Leben anderer bleibt ein erstaunliches Beispiel für Zivilcourage und Menschlichkeit. Möge sein Vermächtnis uns dazu inspirieren, für Gerechtigkeit und Mitgefühl einzustehen, wo immer wir sind, und sicherstellen, dass die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit nie
nie wiederholt werden. Ja, Freunde, da haben wir unsere beiden Träume in Schwarz auf den Bautisch, die 2251 und die 2250. Im Speedbuild gab es ja nur die Limited Edition, einfach weil wir hier mehr zu zeigen haben wegen den Stand und der Liste. Bautechnisch sind sie sonst beide gleich. Wir haben auch bei beiden Sets die gleiche Anzahl an Steinen über, nämlich die Hinges, eine schwarze Radkappe und ein Stück Scheinwerfer vorne. Ja, wir haben natürlich bei der Limited Edition hier unser Zertifikat dabei und wir haben den Stand. Kartons, der hier ist größer und dicker, das seht ihr hier vielleicht im Vergleich, wahrscheinlich einfach wegen den paar Steinen mehr für den Stand. Ja, bei beiden haben wir den Herren mit dem Koffer. Ich habe jetzt einfach mal die Koffer hier wirklich gegenläufig montiert. Eine schöne zivile Figur. Der Herr Schindler mit der Liste will mir nicht in der Hand stehen bleiben. Die Liste ist ganz lustig, weil es steht wirklich drauf, DEF, Deutsche E-Mail-Warenfabrik. Finde ich lustig, weiß nicht warum. Und haben wir hier mit so einem, einmal einsam mit so einem Halter festgemacht, damit die Figur sie auch richtig festhalten kann. Denn Kubi-Figuren haben es immer ein bisschen so problematisch. Dadurch, dass sie so einen kleinen Daumen haben, kann man das nicht so gut reinklemmen, wie wir das bei Lego kennen, weil das gibt dann leicht Stressmarken und bricht ab. Also eine tolle zivile Minifigur. Und wenn wir sogar gucken, auf dem Kragen gibt es so einen kleinen Punkt. Ich denke mal, das soll das Abzeichen der NSDAP sein, denn da war er, meine ich, Mitglied. Und somit ist dieses Video wahrscheinlich auch nicht mehr werbegeeignet. Sowieso, so oft wie ich hier schon KZ und so gesagt habe, das mag YouTube ja gar nicht. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich will euch ja zeigen, was wir hier haben. Bei der Limited Edition haben wir natürlich diesen schönen schwarzen Stand, schön gebaut. Viele Leute kaufen sich sogar diese Limited Editions, weil sie an diese Slopes kommen wollen für ihre eigenen Mocks, um auch so einen Stand zu haben. Habe ich schon gesehen. Grüße gehen raus nach Baden-Württemberg, ganz unten an die Schweizer Grenze. Die schlachten die dann einfach, um vielleicht für ihre Panzer, für ihre Mocks was zu bauen. Finde ich hier ganz cool. Noppen wir hier unten auf mit diesen 2 x 2ern und wir haben halt hier dieses gelaserte Typ, bei uns halt dann Schild mit der 84, genau wie halt auf dem Zertifikat auch. Bei der normalen Version, und ich nehme jetzt mal beide runter, weil jetzt kann man es nicht mehr erkennen, haben wir dann diesen weißen Slope, wie wir es ja auch bei anderen Sets von Kobi kennen. Jetzt packe ich den mal weg hier und schon weiß man gar nicht, welches Fahrzeug welches ist. Es hat Spaß gemacht zu bauen, es ist 14 plus und ich kann euch auch genau sagen warum, weil dieses Fahrzeug eine eklatante Schwäche hat. Es ist nämlich hier eine Sollbruchstelle. Das habt ihr vielleicht auch gesehen im Video, da ging es mir nicht, also beim Speedbuild nicht gleich zusammen, weil wenn ich jetzt hier diese Schräge, diesen Dach, diese C-Säule wegnehme, kann ich das Fahrzeug hier durchbrechen. Ich mache es für euch mal, hier, das Dach liegt ja nur auf mit diesen dünnen, ganz dünnen Fliesen und dann haben wir es hier hinten eigentlich nur drauf und damit kann es dann wegbrechen. Es hängt nur auf einer so einer Noppenreihe und wenn man was festdrückt, dann fällt es gleich hier komplett auseinander. Also sehr kleinteilig, wirklich auf Sollbruchstelle gebaut, daher wirklich ein, ab 14 Jahren kann ich mir vorstellen, ist hier wirklich eine gute Altersempfehlung. Was ich sonst auch noch schade finde, ist, dass wir hier keine Noppen haben, um die Figuren irgendwie festzunoppen. Also man legt sie eigentlich nur rein und dann schlurrt sie hier im Fahrzeug rum. Das ist auch schade. Richtig cool natürlich die Drucke hier, diese Seitenleiste. Wir haben natürlich hier überall das Mercedes-Logo, außer, und das habe ich euch gerade gesagt, hier bei der normalen Version. Das ist nämlich noch ein Punkt, da wollte ich darauf hinaus, dass wir leider hier zwar einen Mercedes haben, aber hier haben wir die richtigen Sterne. Das ist also nicht auf dem ersten Moment, beziehungsweise auf dem ersten Moment denkt man doch, es ist das gleiche Fahrzeug, aber auf dem zweiten dann seht ihr es hier, da haben wir die Limited und da die normale. Ich weiß nicht, welche mir besser gefällt. Diese hier wahrscheinlich eher sogar wirklich zu gebrauchen für einen Mock aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier, das kann Vor- und Nachkriegszeit sein. Richtig schön mit diesem Stern. Ja, wir haben Funktionen, habe ich euch beim Bauen natürlich gezeigt. Jetzt aber hier nochmal richtig. Wir haben diese gegenläufigen Türen. Deswegen haben wir auch diese Steine über, diese 1x2er C-Claims, weil wir bei Kobi oft das Problem haben, dass diese, auch vielleicht Materialfehler, das kennt ihr auch, das sage ich bei jedem Video bei Flugzeugen mit dem Fahrwerk zum Einklappen, die kriegen leicht Stressmarken. Was ich aber cool finde, wirklich ist diese Bauart der gegenläufigen Türen. Findet man heute ja eigentlich fast nur noch bei irgendwelchen Konzept-Cars.
ganz cool auch, das haben beide Fahrzeuge, hinten den Stern drauf gedruckt, dass wir hier mit einen kleinen Kofferraum haben und da können wir auch diesen roten Koffer verstauen und schon ist er zu. Man kann dann zwar reingucken auf die Bautechnik mit diesen reingedrückten negativen C-Claims mit der Noppenaufnahme hinten, aber das ist nicht weiter schlimm, Bautechnik. Und auch da haben wir gedruckt, hier haben wir viele Drucke und von unten noch wollte ich euch zeigen, hier diese Bautechnik mit diesen dünnen Fliesen. Also per se optisch richtig cool mit unserer kleinen Sollbruchstelle hier, wo man wirklich beim Bauen aufpassen musste, aber hier geht es mir eigentlich gar nicht um das Fahrzeug, ich habe es euch gesagt. Es geht um die Figur und eigentlich geht es ja auch nur hier um die Liste. Und deswegen ist dieses Ding auf jeden Fall, es ist ein Daimler, ein Mercedes, auf jeden Fall ein Set, was in vielleicht jede Kubi-Sammlung gehört, die ein bisschen Bock haben, Limited zu sammeln, beziehungsweise ja, sich mit historischen Themen auseinandersetzen wollen. Und dann noch zum Abschluss, weil ich es gerade sehe, einen der größten Mankos vielleicht noch neben dieser Sollbruchstelle ist einfach hier, dass wir eine tolle bedruckte Scheibe haben, aber diese Scheibe so angelehnt wird und wir haben halt hier so Gaps dann. Das kriegt man halt logischerweise nicht ganz gut ran, aber du hast halt immer hier Lücken und das sieht halt wirklich aufgesetzt aus. Also der wichtigste Stein an diesem Fahrzeug ist dieser, ja, C-Säulenstein. Hier hinten, wenn der weg ist, könnten wir einfach das Fahrzeug auseinanderbrechen. Ich sag's euch, es bleibt trotzdem dabei, ein schöner Traum in Schwarz. Unser Mercedes hier einmal mit Liste und Radkappen und hier und Stand und einmal hier ohne. Da ist nochmal der Stand, machen wir es nochmal genauer drauf. So unsere beiden schwarzen Daimler. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Seid ihr auch Daimler-Fan? Findet ihr auch Oldtimer cool? Wie auch immer, bitte gebt mir euer Feedback. Ihr bekommt jetzt noch mal kleine Karussellfahrt jetzt von mir. Da könnt ihr euch das Fahrzeug nochmal von allen Seiten angucken. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Wie immer an dieser Stelle ein bisschen Bildmaterial, diesmal bewegt, damit ihr euch selber einen Eindruck verschaffen könnt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr hier natürlich die 2250 seht, die Limited Edition mit Herren mit Liste. Was ich lustig finde ist, dass bei der 2251, also der nicht Limited Edition, die Altersempfehlung bei 8 plus steht, während bei dieser bei 14 plus. Keine Ahnung warum, ob dieser Sockel so schwer ist. Meiner Meinung nach nein. Und um diesen kleinen Clip da an die Liste zu packen, eigentlich auch nicht. Das Fahrzeug ist fragil, das habe ich euch gerade schon gesagt. Aber jetzt diese 6 Jahre von der Limited Unterschied, keine Ahnung. Freunde, wie immer aber auch nochmal der Hinweis, alle Infos, meine Shops und auch den Glaskasten von Mold-King bzw. Acrylkasten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr meinen Kanal, Freunde. Ja, eben gerade noch der Drehteller und jetzt macht der Blockstar die Abmoderation. Ja, Freunde, dieses Video hat mir ganz besonders gefallen, weil es so ein kleiner Griff in die Geschichte war. Mal abseits von Panzern und Flugzeugen eine schöne schwarze Limousine mit einer tollen Hintergrundgeschichte, nämlich die von Oskar Schindler. Ich war damals 1993 auch mit der Schule im Kino und ich denke, der ein oder andere von euch auch. Schreibt mir mal eure Meinung dazu einfach unten in die Kommentare. Einfach mal was anderes, mal nicht Tarnfarben. Finde ich ganz gut und ich konnte trotzdem, habe ich euch gerade gesagt, ein paar historische Fakten erzählen. Ich meine, es heißt ja auch Historical Collection, oder? Ich habe aber noch zum Ende einen Fakt für euch. Wenn ihr diese Fahrzeuge, gibt da ja mehrere von, auch die Youngtimer, richtig cool präsentieren wollt, dann möchte ich euch von Mold-King die 27.000 oder 27000 ans Herz legen. Das ist eine Acrylbox mit LED-Box und LED-Streifen, mit denen ihr sogar das Fahrzeug dann beleuchten könnt, beziehungsweise es richtig wie im Showroom bescheinen könnt. Sind gar nicht so teuer, verlinke ich euch mal unten drunter, habe ich schon das ein oder andere Fahrzeug mit beleuchtet, kommt dann richtig gut zur Geltung. Es sei denn natürlich hier mit dem Stand, da müsst ihr einfach nur die Füße ein bisschen tiefer machen, dann passt es auch komplett rein. Aber ich finde gerade für solche Fahrzeuge immer etwas ganz Besonderes. Diesen Tipp am Rande. Ich habe es euch schon gesagt, schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, Daumen runter und Freunde, falls ihr es vergessen habt, nicht den Kanal zu abonnieren, sondern vielleicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr kein Video mehr hier von mir. Denn ich weiß, dass da draußen über 60% von euch gar kein Abo haben. Würde mich doch freuen, wenn wir zusammen diese Reise hier durchs Kubiversum weiter betreten können. In diesem Sinne, liebe Freunde, gute Fahrt. Wie immer, wenn es um ein Auto geht, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.